So, Leute, willkommen zurück zu Disco Elysium mit mir, dem Eli und unserem verrückten Bullenpärchen Kim und Schweinegrinse, Nase, Alkoholiker, wie ich ihn nenne. Es ist 21 Uhr, ich habe mein Buch genutzt und wir sind jetzt wieder hier am Start, denn wir können eine Sache erledigen, nämlich mit dem Raucher sprechen. Das ist eine Sache, die wir schon seit Längerem vorhaben. Und ich würde sagen, wir klopfen mal an die Tür und gucken, ob jemand zu Hause ist. This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Dann klopfen wir mal. No one answers. We should return tomorrow. Tomorrow at 9 p.m. Ach, morgen. Den nächsten Tag um 21 Uhr. Ja, dann, Leute, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann. Nee, okay. Dann habe ich mich da ja komplett vercheckt gerade. Holy fuck. Okay, dann müssen wir unseren Plan komplett umschmeißen. Was können wir machen? Der Raucher ist dann morgen. Ich habe gedacht, also am Dienstag müssen wir dahin. Okay. Trauriges Lied haben wir nicht. Wir wissen das am Montag. Also am Montag. Was ist am Montag? Was können wir noch machen? Wir können noch mal ins Whirling gehen. Das ist das Einzige, was mir gerade noch so einfällt. Was wir gerade noch machen können. Fakt ist, wir brauchen ein Level Up, damit wir den Mantel holen können. Weil ich habe immer noch die Vermutung, dass im Mantel mein Ausweis ist. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. The door does not budge. Wer hat den Schlüssel? Okay, dann ist das auch für jeden Fall schon mal eine Sache, die wir nicht mit angehen können. Wer hat die Polizei das Verbrechen gemeldet? Suche dann, auch wenn du keine konkreten Anhaltspunkte hast. Tätowierung des Opfers. Hör dich nach der möglichen Bedeutung der Tätowierung um. Okay, das können wir vielleicht mal machen. Dann sprechen wir nochmal mit ihr hier. Vielleicht hat sie Hello ja eine again, Ahnung. sweetie. Nein. Der Typ liegt da immer noch. Sprechen wir nochmal mit ihm. Can I help you? Er hat auch keine Ahnung. Zu wen könnten wir gehen, wer diese... Vielleicht könnten wir... Vielleicht müssen wir mit einem reden, der halt sich... der tatsächlich mit Tätowierungen sich auskennt. Hello again, officer. How are things? Ich habe die Leiche untersucht. Sollte nicht allzu lange dauern, bis wir ihn runterbekommen. Oh, okay. Thanks for keeping me in the know, sir. Kein Problem, junge Dame. Hello again, my man. What's on your mind?
Mit dem rede ich nicht. Wir reden hier immer noch. Vielleicht kann ich mit ihm noch mal reden. Right to work! Right to work! Sure! Sie hat ja auch nichts zu verkaufen weiter, ne? Is this about the questions again? Because I don't really know Oh, anything. das ist ein wichtiger Hinweis. Ja. So, dann würde ich sagen, versuchen wir einfach mal. Ja, quatschen wir wieder aus. Hat Hitte hinten im Whirling in Rex ein Lager? A warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Frit does. Es ist wichtig. She scrunches up her face into an expression of consummate adolescent skepticism. Fine. Frit doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Mhm. Also können wir die schon mal ausschließen. Vielleicht sollte ich mal hochgehen und mit den Typen reden. Vielleicht weiß er ja, er ist so krass tätowiert. Vielleicht habt ihr Ahnung, auch wenn ich mit dem nicht wirklich mich anlegen möchte. Ich schau mal, wo wir denn quatschen können. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Was sollen ihre Tätowierungen bedeuten? Racists are generally not very good examples of their race. Aha, auf den Lastwagenfahrer unten. Welcome to Revachol. You hear him yell at a redhead woman visiting the fritter nearby. He must think redheads are immigrants. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. Ja, ich sag dazu gar nichts. Your silence betrays your inferiority. You do not have a reply. You should enter a deep race slumber. Perhaps in 4,000 years there is need for a servile homunculus. Wissen Sie irgendetwas über diese Tasse? He does not so much as glance at the object. Wissen Sie etwas darüber? Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. We still need to get into the harbor. We need help with the tree situation. There must be another way. Try the jump. Up there on the roof. It'll be worth it. Else there is little choice but to figure out a way to deal with the man. Ja, also ich möchte ungern mit dem Typen mich anlegen. Der ist halt ein Pisser. Wir können über das Dach springen, ja, aber dafür brauche ich halt Erfahrungspunkte weiterhin. Ich will da runter. Genau. Wir brauchen jemanden, der tätowiert ist. Vielleicht der Typ hier? Looking for something? Ich habe diese Tasse im Müll gefunden. Du zeigst ihm das. Ist das ihre? Oh man, that's
Great. Look at that guy go. Haven't seen anything that funny in a while. Ist das Ihre? God damn. Thanks for that, but no, it's not mine. He doesn't live in Martinez. Okay. Gut, was können wir denn jetzt noch machen? Schauen wir mal rein. Wir haben 55 Erfahrungspunkte. Joyce Informationen zum Lynchmord. Da müsste ich meinen Ausweis finden und ich glaube immer, dass es in der Jackentasche ist. Ja, die kleine... Kann eine Weile dauern. Bezahle die Schäden. Melde den Verlust. Ersetze die versenkte Bowlingkugel. Hole die Leiche vom Baum. Da müssen wir in den Hafen. Mittwoch. Wir haben ja Montag. Geprüft die Seriennummer des Rüstungsopfer. Kontrolliere alles am nächsten Tag erneut. Finde heraus, wer sich im Gewerkschaftsraum aufhört. Also heute sind sie nicht da. Tja, dann können wir tatsächlich nicht viel machen gerade, ne? Vielleicht sollten wir das Buch lesen. Was können wir denn jetzt noch machen? Also, es ist Montag. Zur Kirche kommen wir nicht, da müssen wir bis Mittwoch warten. Der Polizeimantel wird halt schwierig, aber ich kann noch mal hochgehen, aber ich denke nicht. Ich denke, wir werden mal bis zum nächsten Tag warten. Frage ist nur, was passiert da jetzt? Können wir hier hinten eigentlich noch irgendwas machen? Weiße Trauer, Autorität minus Forschungszeit 5. Ne, das wollen wir eigentlich nicht machen. Wir haben momentan Ausdauer, Lerngrenze. Und Speed gewährt mir einem Psyche. Und jetzt keine Drogen. Zigaretten könnten wir vielleicht mal anmachen, ja. Da oben ist... Wait, da geht's hoch, ne? Wie kommt man denn da hoch? Das ist doch im Whirling, ne? Ist das der Geheimgang, der nach oben führt? Ich gehe mal hoch und dann werden wir uns ein Buch vorknöpfen. Weil hier sind halt Gäste, aber wir haben halt noch nichts, ne? Das ist klar. Wir können auch nicht mit jedem reden. Wir haben auch noch nicht die Dingsbums gefunden. Wir können das Tonband kaufen, das wäre noch eine Idee. The door is closed. This door can only be opened with a key or from the inside. This door can only still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. Ja, dann würde ich sagen, Buchzeit. In your hand, you hold Dick Mullen and the story opens with a knock at the door. Detective Dick Mullen is greeted by an old Spillane needs Mullen to drive him in from Vespa to a small town along the Elysium coast. Despite his friend's apparent agitation, 2 days later, Mullen is arrested by the Vespa police and charged with the murder of Charlie Spillane. At his interrogation, Mullen learns that Charlie Spillane was shot in a bar in the very town Mullen dropped him off in by a man matching Mullen's description. Desperate to clear his name, Mullen manages to convince the Vespa police to release him for 3 days so that Mullen may solve his friend's murder and prove his innocence. Of course, Mullen didn't do it. That's the whole premise of the book. Anyway, Mullen returns to the seaside bar where Spillane was murdered and meets a beautiful
mysterious woman named Diana de Nerva. Okay, jetzt wird's interessant. De Nerva reveals that she was Spillane's lover and that he was mixed up with a local amphetamine smuggling operation. As soon as Mullin begins pulling at strings, the whole conspiracy begins to unravel. Not only is the local police captain in on the amphetamine ring, so is the son of a powerful politician and a strung-out art collector named Torvald, each of whom has his own reasons for wanting Spillane dead. Erzähl mir mehr über den korrupten Polizeikapitän. Outwardly, the old police captain is a real law and order crypto-fascist, a barrel-chested man who's beaten his share of suspects to pulp. But he's also dirty and increasingly paranoid that someone's going to expose his role in the drug ring. He would certainly have the motive and the means, but the captain walks with a noticeable limp from an old war injury. Is it possible that he was able to conceal it long enough to commit the murder? Ich möchte mehr über den Sohn des Politikers hören. A typical privileged twat. In all likelihood, he's just in over his head. He does bear a personal grudge against Spillane, though, a former prosecutor who nearly brought down his father's administration. The kid doesn't exactly have Dick Mullen's manly build, but he is the correct height, and while interrogating him at his home, Mullen did notice a certain overcoat that looks suspiciously like his own. Wie war das mit dem Kunstsammler noch gleich? Torvald, the art collector, is a strung-out mess. Frankly, it's hard to imagine him holding a pistol steady enough to actually hit someone, let alone plug them 3 times in the chest the way Spillane got did. That said, Torvald and Spillane have a long history, and while interrogating him, Mullen discovers that Torvald was once involved with Diana de Nerva. Could it be that this is all over a sordid love triangle? Könnte natürlich sein, ne? Aber das ist ja sowieso ein Groschen-Roman, von daher, weiter geht's. One evening, Diana de Nerva comes to Mullen's hostel room in tears. The two of them drink half a bottle of vodka, and soon they're seeking comfort in each other's arms. Vielleicht ist sie ja die Mörderin. Yes, comfort and pleasure. The warmth of another human's touch. The burning taste of liquor on her full, sweet lips. Sehr schön, hau rein, Mullen. As the two lovers share a post-coital cigarette, Diana de Nerva turns to Mullen and says, "By the way, Dick, there was something else I meant to tell you. I love you." What? Always aim for the center of mass. Whatever it is, Mullen never hears the words. A blow to the base of his skull knocks him out cold instantly. War doch klar, sie ist die Mörderin. Sie hat da den Spillane umgebracht, mit dem sie auch was hatte, und den Torwart umgenietet, mit dem sie auch was hatte. Traue niemals einer Braut. Who can you trust in this wicked, messed up world? Seinem Partner. The lieutenant gives you a quizzical expression in return. You go back to the story. When Mullen comes to, de Nerva is dead on the hostel bed next to him. To make matters worse, his clothes are covered with her blood. Also sie hat ihn den Schlag verpasst und dann ist sie umgebracht worden? Mullen trashes his blood-stained clothes and flees the hostel, knowing it's only a matter of hours before the cops discover de Nerva's body, if they haven't been tipped off already. The heat is on. If Dick Mullen can't solve both murders before the cops catch up to him, he's going away for life. Can you solve the case before the cops close in? Moment, erst hätte ich ein paar Fragen. What is it, detective?
Warum verlieren alle, die Dick Mullen nah sind, ihr Leben? It's a dangerous line of work, but somebody has to do it. That's why Dick Mullen never lets anyone get too close. Warum wurde Dick Mullen überhaupt der Detective? There was never a time when he wasn't a detective. He was born a detective. Aber warum ist das so? Dick Mullen was made to crack skulls and solve cases. It's who he is. He could no more stop being a detective than a tiger could cease to be a predator in the night. For a moment, you cease to read the story on the page and see the book for what it is. A collection of brittle, cheaply printed pages held together by glue made from the hooves of horses. You won't find the answers you're looking for here, in other words. Ja, gut. So, who did it, detective? Who killed Charlie Spillane and Deanna Deneuve? Also, warte mal. Soweit ich das richtig verstanden habe, Spillane war tot. Er wurde dafür verantwortlich gemacht. Dann... Keine Ahnung, also... Sie hat mit ihm dann was gehabt und mit dem Spillane was gehabt. Dick Mullen war es nicht. Aber ist der korrupte Polizeikapitän nicht tot? Ich nehme den mal. Could be. Who knows? Only one way to find out. Du liest das Buch zu Ende. You begin furiously flipping through pages. Even as you know these books follow a series of well-worn tropes, you find yourself completely engrossed. You're turning pages so fast, you don't even notice the ancient spine coming unglued. You try to grab the pages as they come loose, but your fingers aren't quick enough. They're gone. Dozens of pages scatter across the floor. The last fifth or so of the book seems to have been lost. It's possible that you could gather and reassemble the pages, but it would take way too long. Bah, jetzt werde ich es nie erfahren. Too bad, detective. If it's any consolation, the resolution is almost never very satisfying. And on that note, perhaps we should get back to making sense of our own case? In your hand, you hold 4/5 of Dick Mullen and the mistaken identity. Ja gut, also haben wir nicht herausgefunden. Können wir die mal reden? We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. Ich habe den Kavalleriemenschen noch keinen Schadensersatz gezahlt. We should take care of that then. Aber ich habe doch zu wenig Geld. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the street. We'll figure something out. Na gut, wenn du das sagst. Versuchen wir den Cafeteria-Menschen zu verhandeln. Oh Gott. Na gut. Er hat ja recht, wir sollten einfach eigentlich pennen gehen, ne? Ich hab mich schon gefragt, wie das da jetzt weitergeht, wenn wir da nicht die halbe Nacht hier rumrennen, oder? Can I help you? Also wegen meiner Schulden. Yes. Have you got it? Ich habe mich gefragt, ob wir uns wegen heute Nacht irgendwie arrangieren können. Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Kim? I understand your predicament as the manager. However, I feel I must remind you that we are here to conduct an important investigation that also affects your business. Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to drinking, and... I mean no offense. It's really nothing personal.
I just have to protect the interests of this establishment. Augenblick mal, Sie wissen schon, dass ich meinen Schlüssel noch habe? Good luck trying to use it. Okay. Draconian measures. All the locks have an electronic component. They have to be unlocked down here with a master key before your guest key will open the lock. Dieses Gespräch führt zu nichts, oder? Not until you bring me the money. Okay, I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. Oh, Lieutenant, we're done here. Kim hat die Hilfe angeboten. Geh zu seinem vor dem Whirling geparkten Motorwagen. Ja, dann machen wir das doch. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. I have something here we could sell. Look in the back, in the suspect transport enclosure. Transport enclosure. Regular people just call it the cage. Du siehst ins verdächtigen Transportergatter. The cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Their silver edges sparkle in the dark. I confiscated these 4 a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. Was sind das für Teile? There are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just for vanity. Was soll das heißen, Sie haben sie konfisziert? A couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. Sie haben also seine Radkappen an sich genommen? I took them and arrested him for driving under the influence. Du siehst Kim an, ist das nicht Korruption? Hey, wie kommen wir denn darauf? I don't know. Is it? I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. Danke, ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. The lieutenant nods as you take the spinners. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal an. Jetzt stehen wir natürlich in deiner Schuld. So, wir haben ein Level Up haben wir nicht, aber wir haben jetzt die Radkappen. Die sind 200 wert. Oh, okay, das ist eine Menge. Liefere die rotierenden Radkappen im südlich vom Platz gelegenen Pfandhaus auf. Und dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Das Pfandhaus war wo? Hier, ne? Der Typ ist nicht mal da. Hier ist das Pfandhaus, glaube ich. Greetings on this fine night. What brings you here? Wie kommt es, dass der Laden noch geöffnet hat? The pawn shop is always open. Oh, das kann ich jetzt machen, ne? Ist Roy high und wenn ja, was hat zu sich genommen? Feeling warm and enthralled by the movement of light,
while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Parolidon. It's tough to come by on the street. Pyrrolidon, was ist das? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Kommt das mir nur so vor, oder ist es hier drin echt warm? I try to keep the shop at a comfortable temperature. Es ist ziemlich offensichtlich, dass sie unter Drogeneinfluss stehen. Rolladon is just something you know, since the People's Power disaster. I was with the Emergency Relief Brigade. Had to take it for radiation sickness. He's taken it for mental and emotional, not physical pain these days. Der Volksmaler, was ist das? A bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. Erzählen Sie mir mehr über diese Soforthilfebrigade, zu der Sie gehört haben. We were an all-volunteer force. Self-organized. Tried to help the fire brigades contain the spill. On the patch, gamma radiation lines crossed with a red drop of blood. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance. Didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. Es muss hart gewesen sein, radioaktive Verseuchung zu bekämpfen. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment, and early deaths. Cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. Wer war schuld daran, dass der Generator versagt hat? No one's. Everyone's. So much bitterness. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? Wie kommt es, dass Ihnen jetzt ein Pfandhaus gehört? The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. Okay. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Vorburg as I can. Still in the same city, but... Danke, dass Sie mir das erzählt haben. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Ich hätte da etwas, was ich verkaufen möchte. Yes, we'd like to sell these hubcaps. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them. The spinners appear iridescent in the dancing light of his pawn shop. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump a mesk banger? No matter.
I'll give you 200 real. No one was defrauded or jumped, I assure you. Of course, I meant no offense. 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Do come again. Thank you. Here's the 130 real you need for your bill. Do not waste it. Danke, Kim. Anything else you're thinking of selling? Ich habe hier ein faszinierendes Foto von einer Leiche. Oh, no. I don't like those kinds of objects. No sale. Ja, darum geht's ja auch nicht. Ich will nur die... Ja, wissen Sie, was über die was die Tätowierung bedeuten? A photic path, counter radiance network, anti-magnetism. It's darkness. That's all I know. Sell me something lighter. Anything else you're thinking of selling? 50... Nee. Momentan habe ich nichts zu verkaufen. Another time, perhaps. Ich muss mich jetzt um etwas anderes kümmern. Tschüss. Oh, jetzt hat er mir das gegeben. Das heißt, kehre mit der Radkappengeld zu Gar zurück. Dann können wir jetzt da in Ruhe, glaube ich, noch, ne? Es ist spät. Kim will auch ins Bett. Morgen können wir weiter ermitteln. So ein Schuss an den Ofen. Der ganze Tag war irgendwie nicht so... Oh, die alte Dame ist weg. Pennt wahrscheinlich auch schon. Can I help you? Also wegen meiner Schulden. Yes, have you got it? Wie viel schulde ich Ihnen nochmal? A lot. A lot. For the room, drinks and broken window, 130 real. Ich hab Ihr Geld. Well... Ja, ich denke... hier, bitte, verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance starting tomorrow. Das ist wohl ein Witz, oder? The electronic lock to your room has been disabled till 9 p.m. tomorrow. Bis morgen um 21 Uhr. Ach du Scheiße. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. I'll take a room here too. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Auf Wiedersehen. Was für eine Abzocke, ey. So gut, wir haben ein Level up und ich würde gerne weiter auf Gewandtheit gehen. Aber ich glaube, ich warte noch. So, jetzt haben wir hier... Bezahle bei Guard dein Zimmer. Du musst 20 Real auftreiben, um dein Zimmer im Berlin bezahlen zu können. Sonst ist es nach 21 Uhr verschlossen. Solange du keinen Platz hast, an dem du sonst umsonst schlafen kannst, musst du diesen Betrag an jedem Abend errichten. Okay. Ja, aber ich kann doch jetzt, oder? Also für jetzt geht's doch. This is the door to the room you redecorated. Gute Nacht, Lieutenant. Just a moment. We should talk about our progress on the investigation. Let's go out to the balcony. In Ordnung, gehen wir. Er hat recht. Hier ist jetzt quasi der Abschluss für den ersten Tag, was wir The erreicht air haben. outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then, Now then, we should talk about the investigation. But I also feel you're a bit hazy on the RCM. Our role here, our rights, our jurisdiction, basically.
Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen, Kim. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Ah, okay. Oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. Vielleicht fange ich auch mit dem Rauchen an. Haben Sie noch welche für mich? I apologize, but I only brought one with me. I have exactly one cigarette every night while going over my notes. Okay, muss man respektieren. Also dann die Abschlussbesprechung. Yes, it's been a long and eventful day. Was meinen Sie? Wie ist der Tag gelaufen? Well, we inspected the victim's body, so that's good. It was not easily approachable in that state, but we did it. I would say our initial inspection was very thorough, and we have solid leads to follow up on. The body is still hanging from that tree, which is unfortunate, and there's still much to do at the crime scene. Es tut mir leid, dass ich heute so nutzlos war. Ich bin eben einfach kein guter Polizist. We're both doing our best under the circumstances. Just don't drink tonight, please. As for the interviews, Okay. we weren't able to find the union leader, Everard Clare, much less interview him. So that's on the to-do list for tomorrow. We talked to Joyce Messier, but didn't get any information from her. I have a feeling Joyce knows how dangerous the situation really is. We have to get her to talk to us. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41 practice? I have a really good theory about why you're running so fast, son. Just you wait until we get up tomorrow. Ja, so sind wir eben im 41. Revier. It's impressive, especially for a man your age. And in those hills. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. Was für Befugnisse haben wir eigentlich konkret? Also die BMA. They're quite limited, actually. The power officers of the Rebachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. Verstehe, was noch? We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion and overcrowding. Moment mal, woher will man dann wissen, dass der Festgenommene auch wirklich auftaucht? You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. So. Und wenn sich jemand wehrt? As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. Moment mal, wenn ich also im Dienst jemanden töte. You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, your partner is usually your witness. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. Und wer stellt all diese Regeln auf? The coalition government, and the moral intern more broadly. The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. Also quasi
Ja, so wie halt die Polizei, ne? Du hast halt Sachen zu erledigen, aber du bist halt dann doch irgendwie logischerweise den übergeordneten Gesetz ausgeliefert und kannst halt nicht alles tun und lassen, was du willst, logischerweise. Or perhaps it is better to say we were allowed to form. It's a point of contention whether the citizens of Revachol or the coalition government founded the RCM. Ich sag dazu mal nichts. Silence. A great comment to such a conundrum. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette, contemplating the next drag. They really don't like us here. And the mouth on that kid. Ja. You know. It's different in land, in Jamrock, in the GRIH. Ah, der Kuno geht mir auch auf den Sack, ey, aber wirklich. Warum sind die hier eigentlich alle so? It's our fault for leaving this place to the dogs, to the union, to the company, not daring to come here more often. This place has fallen between the cracks, the jurisdictions of our two precincts. Und dem Jamrock und dem IAGA? We run this city. West of the river is RCM land. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization works, our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Ich hoffe, dass unsere Ermittlungen die Lage hier verbessert, dass wir wenigstens ein bisschen Gutes tun. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. He is very tired, but the dark circles under his eyes make him look younger, not older. Ja, komm, dann machen wir mal Feierabend hier. Danke für die Besprechung. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. Hey, so we've been monitoring you internally, and now we know your Copo type. Okay, was bin ich? Guess. Bin ich der bedauernde Bulle? Tut mir leid, ich bin nicht sicher. Yes, sorry cop. The cop who's sorriest. Let's make it official then, shall we? Nein. Verdammt, den sollte es leid tun. Yes, yes. Impotent rage and lamentation. Let's wrap it up? Nein. Verdammt, na gut, tut mir leid. Of course you are. It's okay. See if you can get something out of this, like info. Or maybe every time you say you're sorry, you get $1 million. Was ist das für ein Gedanken, den ich habe? Suggestion. That won't happen. Okay, lass uns gehen, Kim. Wir sehen uns morgen früh, ja. Mach's gut, ne? Tschüss. Ja, Leute, ich würde auch an der Stelle sagen, Feierabend. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.